Ja, hallo zusammen und wieder einmal heißt es, wir haben Zeit zu smoken und nicht nur irgendwas. Wenn es um die heilige Dreifaltigkeit des Smokens geht, geht es einmal um Ribs, geht es einmal um Pulled Pork und einmal um Brisket. Mit Ribs haben wir uns schon auseinandergesetzt. Brisket, das schiebe ich noch mal ein bisschen nach vorne. Heute geht es um Pulled Pork und nicht nur irgendein Pulled Pork. Ich habe heute Morgen in der Metro ein super Stück Fleisch erwischt. Vom Iberico-Schwein, Pata Negra auch genannt, haben wir hier 2,724 Kilo Nacken. Ja, ich bin schon wahnsinnig gespannt. Im Internet heißt es, dass Pulled Pork vom Iberico-Schwein der absolute Overkill sein muss. Ich bin so gespannt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich habe gelesen, ich habe YouTube-Tutorials angeguckt, wie mache ich das richtig mit dem Pulled Pork, bis der Arzt kommt. Also ich bin so vollgestopft mit Wissen. Nur, nützt mir das was? Bekomme ich das hin? Kriege ich das alles hin, was da drin steht? Habe ich das richtige Rezept ausgesucht? Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, Pulled Pork zu marinieren, zu rubben und so weiter und so fort. Und ich habe mich für die Variation entschieden, die dem King of Rock'n'Roll sein Credo war, und zwar Memphis Style Pulled Pork. Und bin mal gespannt, ob es was wird. Habe mich mit Dingen auseinandergesetzt, von denen ich vorher noch gar keine Ahnung hatte, dass man sich überhaupt damit auseinandersetzen kann. Habe über Plateauphasen ewig viel gelesen und. Aber es ist spannend, es hat mich sehr begeistert. Und ich habe mich jetzt bestimmt 2,5 Monate mit nichts anderem beschäftigt, als dass mein erstes Pulled Pork nicht gleich ein Desaster wird. Weil grundsätzlich sagt man, gerade wenn es ums Thema Pulled Pork oder auch später, was ich ja noch nach hinten rausgeschoben habe, ums Brisket geht, die Rinderbrust, dass das erste Mal eigentlich in die Hosen geht. Ich will nicht hoffen, dass es in die Hosen geht, das wäre mir für dieses wunderschöne Stück Fleisch, was wir hier haben, einfach zu schade. Ich gebe mir Mühe. Ich werde es jetzt gleich auspacken. Wenn es dann ausgepackt ist, werde ich es euch gleich wieder präsentieren. Und dann wollen wir noch mal schauen, wie wir die Sache angehen, was ich mir angelesen habe und wie letztendlich dann im ganzen Entstehungsprozess hier was hoffentlich Gescheites draus wird. Smoking D presents Iberico Pulled Pork. So ihr Lieben. Inzwischen haben wir unser gutes Stück Fleisch auch ausgepackt und ich war so dreist und habe schon ein bisschen daran rumpariert. Da sind wir auch schon direkt in medias res und beim nächsten Thema. Wenn es dann um das Stück Fleisch geht, das große Ding, was dann immer wieder in diesen ganzen YouTube-Kanälen zelebriert wird, wie viel Fett schneide ich ab, wie viel Fett lasse ich dran, und es gibt natürlich die sagen, Fett bitte komplett dran lassen, wegen den Texturen, die aus dem Fett entstehen und so weiter, oder die im Fett drin sind und so weiter, und Geschmacksträger und ach, was hörst du da nicht alles. Dann hörst du natürlich auch wieder irgendwelche Fitness-Barbecue Grilling-Profis, die dir sagen, das Fett bringt überhaupt nichts, schneid gerade alles weg. Da habe ich jetzt heute Morgen noch ein YouTube-Video und ein Tutorial angeguckt. Der hat also wirklich hier mit der Pinzette den letzten grünen Fett aus dem Fleisch rausgeholt, wo ich mir dann sage, komm, finden wir doch irgendwo einen Mittelweg. Es ist jetzt das erste Mal und so weiter. Mich persönlich stört Fett nicht. Und da ich ja weiß, wie lange unser Stück Fleisch nachher im Smoker in der Hitze zu tun bekommt, mit der Hitze zu tun bekommt, denke ich mir, das wird schon alles gut werden. Und wenn wir uns unser Fleisch hier angucken, da sind natürlich noch gewisse Spuren von Fett da. Ihr seht aber, was ich hier alles rausgeschnitten habe, das ist schon einiges. Ja, wenn wir das dann gerade mal rumdrehen wollen, das gute Stück, hier habe ich auch mal ein bisschen mehr dran gelassen. Denn ich habe also auch YouTuber gesehen aus USA, die lassen hier auf dieser Seite komplett so eine dicke Schwarte an Fett dran und erfreuen sich an dieser Sache und sind jedes Mal sehr, sehr traurig, wenn jemand das wegschneidet. Auch gerade bei Brisket, der anderen eisheiligen Kuh des Barbecues, habe ich mal gesehen, wie einer das Ding also wirklich fein gesäubert hat, dass du wirklich nur noch rotes Fleisch gesehen hast, nichts Weißes mehr. Da hast du dann in den ganzen Comments seine YouTube-Geschichte da drin stehen, was schneidest du da alles weg, bist du denn wahnsinnig. Ich habe mich jetzt hier so für eine Art Mittelweg entschieden, der vielleicht eher in Richtung weniger Fett als zu viel Fett tendiert, und bin jetzt erstmal zufrieden damit. So, wie gehen wir jetzt weiter um damit? Und zwar habe ich hier jetzt noch einen Rub und einmal Senf.
Ich hatte ja schon gesagt, wir machen hier Memphis Style. Memphis Style, das war das Barbecue vom King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Das war sein Lieblings-Barbecue Pulled Pork. Und so haben wir das zusammen mit dem Alex ausgewählt, der das auch präferiert hat, dass wir eben das nehmen. Nun habe ich mich ein bisschen in die Thematik eingelesen und hier haben wir Senf. Yellow Mustard, Mississippi Barbecue Company. Also es ist Real American Mustard, den habe ich mir dann jetzt halt mal geleistet. So teuer war der nicht, die Metro macht es möglich. Und es geht darum, ich habe dann irgendwann festgestellt, dass viele ihr Fleisch mit eben Senf einreiben. De facto ist es so, der Senf gibt seine eigene Geschmacksnote an das Fleisch gar nicht ab. Der Senf ist aber letztendlich eine Art Glue, also wie Kleber, wenn man so will, für unser Seasoning, also für unseren Rub, den wir nachher haben, also die Gewürzmischung. Und der Senf, und zwar der Essig, der im Senf drin steckt, der holt aus unserer Gewürzmischung, aus unserem Rub, die einzelnen Geschmacksnoten schön raus und überträgt die ans Fleisch. Das ist der ganze Job, den der Senf letztendlich hat. So, dann wollen wir noch mal schauen, dass ich das richtig entsprechend hinkriege, dass wir jetzt hier so Senf draufhauen und unser Stück Fleisch schön damit einreiben. So, das ist jetzt mal der erste Weg gewesen. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, bin ich mal gespannt, wie das ganze Ding hier so wird. Wir verreiben den Senf schön auf unserem Stück Fleisch. Jawohl. Wunderbar. So, hier haben wir jetzt unseren Rub, wenn ihr mal reinschauen wollt. Der besteht in allererster Linie aus jede Menge Paprika edelsüß. Ferner, was haben wir da noch mit drin? Wir haben Zwiebelpulver drin, wir haben Knoblauchpulver drin, wir haben schwarzen Pfeffer und Salz. Das Thema Salz ist zum Beispiel auch wieder ein ganz lustiges Thema, denn da wurde immer wieder von Koscher-Salz gesprochen auf den amerikanischen YouTube-Kanälen. Wieso denn jetzt Koscher-Salz und was ist ein Koscher-Salz? Koscher-Salz ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Koscher-Salz ist völlig unbehandeltes Salz. Wir haben ja Salz mit Zusätzen wie zum Beispiel Jod und was es da nicht alles gibt. Und das Koscher-Salz ist nichts anderes als wirklich reines Salz. Da habe ich dann auch wieder ein bisschen rumgelesen, worum es da geht. Es geht letztendlich darum, wie sich das Fleisch mit einem behandelten Salz auseinandersetzt und wie Fleisch umgeht mit eben genau diesem Koschersalz, also so einem völlig unbehandelten Salz. Und da muss dann wohl wirklich das rohe Fleisch mit dem Kosher Salt die bessere Variante sein. Ich habe mich da jetzt einfach mal drauf verlassen, auf diese Variante. Ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, aber die Amis, die sind schon wirklich sehr präzise in allem, was sie da tun. Also gehe ich davon aus, dass das alles so okay ist. So, wie gesagt, hier haben wir unseren Rub. Das ist der Memphis Style Rub. Und den werde ich da jetzt vorsichtig drauf verteilen. Jawohl, läuft gut. Das verreibe ich jetzt noch so ein bisschen. Schön einreiben, einmassieren ins Fleisch. Jawohl. Ja, so, das hätte ich, glaube ich, mit der linken Hand machen sollen. Ja, man lernt nicht aus. Das ist echt so genial. Ich lache mich tot. Jawohl. Ein bisschen was aufheben für die andere Seite hier. Perfekt. So, das läuft. Drehen wir den mal. Zack. Und wieder Senf drauf. Schön verreiben den ganzen Senf, damit er in jeder Ecke auch sitzt. Ja, das sieht gut aus. Das sieht schon fast aus wie in den Kanälen, die ich mir so angeschaut habe. Bin da schwer zufrieden mit und kann es kaum glauben. Also ich muss euch sagen, es macht unheimlich Spaß. Auf jeden Fall. So. Dann den Rest vom Rub hier drauf. Ja, schön einreiben. Auf die letzte Ecke noch mit erreichen.
jetzt hier drüben mal schön. Ja, das wird doch ganz gut. Könnt nicht zufriedener sein mit der Gesamtgeschichte. So, jetzt noch den Rest da raus. Jetzt gucken, was wir so noch auftitschen können von den Seiten her. Was da noch mit soll, mit muss, mit darf. Ah ja, also das gefällt mir. Das ist doch ganz gut. Jetzt frage ich mich nur, ich denke, ich werde so hinterher in den Smoker legen oder wollen wir das von unten nach oben? Ich habe keine Ahnung. Legen wir das auf den Grill? Ich glaube ja. Weil das war die dicke Fettseite und die legen die meisten immer nach unten. Aber auch da gibt es zahllose YouTube-Tutorials dazu, ob die Fettseite unten oder oben liegen soll. Also wie gesagt, Leute, macht es einfach aus dem Gefühl raus. Ihr könnt euch das alles durchlesen, anlesen und drüber nachdenken, was ihr selbst letztendlich aus dieser Sache macht. Es gibt zu jedem Thema, egal wo im Leben, auch hier beim Barbecue, immer zwei Seiten und wir werden jetzt einfach mal rumprobieren. Ich hoffe nur, dass ich hier nichts versaut habe. Das heißt also, jetzt ist unser schönes Stück Fleisch inzwischen so weit, dass wir es in die Frischhaltefolie anwickeln können. Dazu ziehe ich mir jetzt gleich noch mal meine Handschuhe aus und dann schauen wir mal weiter. So ihr Lieben, was jetzt noch dran kommt, und das ist auch so eine Sache, da habe ich auch ewig lang rumgelesen, denn in dem Buch, in dem ich das erste Mal von dem Memphis Style Pulled Pork gelesen habe, war nie die Rede von Brown Sugar. Nur ist es aber so, dass in allen Tutorials, die ich ganz besonders auf US-amerikanischen YouTube-Kanälen gesehen habe, immer wieder Brown Sugar verwendet wird. Und das da immer für sehr, sehr wichtig gehalten wird. Und dann irgendwann war es auch soweit. Exakt mein Rezept, wie ich es hier aus meinem Buch meiner Smoker-Bibel habe, lediglich mit dem weiteren Zusatz Brown Sugar. Und der Brown Sugar wurde von den entsprechenden YouTubern immer dann hinterher so drauf gemacht, so wie ich das jetzt hier gerade mal verreibe. So. Schon Wahnsinn, ne? Wenn man sich das gerade vorstellt, wir haben hier ein Stück Fleisch und hauen da jetzt wirklich so eine Lage, mal ganz entspannt, Zucker drauf. Ne? Also es ist schon wirklich ein Ding. So, jetzt haben wir die eine Seite, jetzt kommt nochmal die andere. Zack. Wunderbar. Brown Sugar, come to me. Here you go. Ja, ich war mir nicht sicher, was machst du jetzt, weil eigentlich stand es ja nie drauf und ja, man muss nur lang genug im Internet surfen und irgendwann findest du dann auch dein Rezept, was du vorhast, mit Brown Sugar. There you go, baby. Hier, schön einreiben, schön drauf auf die Panade hier, zack, mit braunem Zucker paniert. So, ich bin begeistert. Ja, wie ihr seht, hier ist meine Frischhaltefolie. Ich hatte das schon eingepackt und hatte das wieder vergessen. Und eben bevor ich das in den Kühlschrank legen wollte, schaue ich hier auf die Packung mit dem braunen Zucker und denke, da war doch was, das hast du ja vergessen. Also, jetzt wird das hier wieder schön eingewickelt. Da werden wir dann nochmal eine zweite Runde drüber wählen und ich melde mich bei euch zurück, wenn ich das jetzt anständig verpackt habe. Alles klar, bis gleich. So. Jetzt haben wir es geschafft. Nachdem wir tatsächlich nochmal den Brown Sugar vergessen hatten, aber der jetzt natürlich auch schön mit drauf ist, haben wir den Schweinenacken wunderbar hier in diese Folie eingepackt. Und ja, ich bin begeistert, wie es ausschaut. Der darf jetzt über Nacht in den Kühlschrank und morgen holen wir den rechtzeitig raus, dass er ein bisschen auf Zimmertemperatur kommt. Ja, und dann geht es hier schon auch direkt weiter, denn der Rub ist noch lange nicht das Ende gewesen. Morgen werden wir dem guten Stück Fleisch eine Injection verpassen. Dafür habe ich mir hier diese Monster-Spritze besorgt und wie das dann weitergeht, das sehen wir in, sagen wir mal, circa von jetzt aus gesehen, naja, 14 Stunden frühestens. Ja, Lieben, also ich habe jetzt tatsächlich schon mal angefangen, das Fleisch zu injizieren mit unserer Injektion, mit unserer Marinade.
Ich stelle fest, dass hier unser Stück Fleisch schon derartig zart ist, dass das an allen Ecken und Enden rauskommt. Also ganz klar hat sich auch sofort herauskristallisiert von der Seite einspritzen, wie das viele Tuber da machen. Das war jetzt nicht so unbedingt des Weisheits letzter Schluss. Ich habe jetzt festgestellt, wenn ich das von hier oben so reinsteche, so wie ihr das jetzt gerade seht, dann hier, wie gesagt, nur so ein ganz kleines bisschen, das reicht schon. Teilweise läuft es dann, ihr seht, wie es da leicht wieder rausläuft. Das ist schon echt spannend. Ja, also bloß nicht so viel. Ihr seht, wie das Fleisch sich immer wieder aufbauscht. Ja, da läuft es schon so raus, da kann ich fast kaum was injizieren. Also es ist echt eine filigrane Sache, wie man mit dieser Thematik umgeht. Und, eieiei. Aber im Moment läuft es ganz gut. Also es läuft nicht mehr, es läuft noch ein bisschen aus. Also das lässt sich wohl absolut nicht vermeiden. Wie gesagt, ich mache das jetzt auch das erste Mal. Und ja, wir werden sehen, wie es letztendlich funktioniert hat. Wie viel da drin geblieben ist und wie viel nicht. Ja, hier haben wir wirklich ein richtig dickes Stück Fleisch jetzt an der Nadel. Ah, da spritzt daneben schon raus. Das ist, wo ich von der Seite aus reingestochen habe. Also das mit der von der Seite reinstechen, die sprechen dann darüber, dass der Stich von der Seite mit der Faser halt irgendwas an positiver Reaktion im Fleisch bringen sollte, wenn man dann einspritzt. Aber, naja, was ich jetzt hier so festgestellt habe, ist, dass das eigentlich gar nicht so gut ist. Weil mir im Prinzip die ganze Soße jetzt hier an den Seiten, wo ich eingestochen hatte zuvor, wieder rausläuft. Jetzt hier auch nochmal gerade an der Stelle ist das Fleisch noch so zart innen drin, schon so zart innen drin. Ja, seht ihr, wie es da überall rausspritzt hier, das ist ja der Wahnsinn. Ja, läuft gleich wieder aus, ne? Super. Gut, ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen weiter marinieren, werde zusehen, dass ich so viel wie möglich da reinbekomme. Und ja, dann ist der nächste Schritt, was ich auch wieder gelesen habe, dass man tatsächlich nochmal von der Marinade ein bisschen was drauf machen sollte. Aber ich habe das Gefühl, dass ich dann da zu viel mache und habe mich letztendlich entschieden, den zweiten Rub hier wegzulassen, also nicht nochmal einzureiben, weil irgendwann reicht es dann auch, denke ich mir, ja. Und von daher lassen wir es dann einfach mal bei dem Status Quo, den wir jetzt momentan haben. Und das nächste, was nachher nur noch passiert, da werde ich euch natürlich dran teilhaben lassen, wenn der Smoker auf Temperatur ist und unser gutes Stück in den Smoker, in die Garkammer wandert. Also, aktuell haben wir jetzt genau hier folgenden Fall. Ich habe das wunderbare Stück Schweinenacken noch einmal abgetupft und so wie es im Originalrezept hier in der Smoker-Bibel steht, noch ein zweites Mal gerubbt mit dem entsprechenden Rub, bestehend aus Zwiebelpulver, aus ein bisschen Salz, seht ihr ja hier das grobkörnige. Das waren 2 Esslöffel an Paprika edelsüß und nochmal Cayennepfeffer und 2 frisch gemahlene Esslöffel Pfeffer. Jawohl. So, das Ganze geht jetzt in diesem Moment in den Smoker. Das hat momentan eine Kerntemperatur, sehen wir hier, von 15. Die 9, die dahinter steht, das ist die 9 von einer 92. Das ist die Kerntemperatur, die ich als Ziel eingegeben habe. Ja, ist leider so, dass mein Messgerät hier leider etwas schwächelt und die hintere Zahl nicht angegeben wird. Aber ich weiß, dass es eine 92 ist. Okay. Nevertheless, also 15 Grad Kerntemperatur im Moment und jetzt geht es raus und das gute Stück kommt in den Smoker. So, wir schauen mal hier. Punkt Nummer 1. Die Temperatur im Smoker ist auf 110 Grad. Das ist exakt das, was wir haben wollen. Wir haben 16:25 Uhr. Ein kleiner Blick hier in die Garkammer. Da seht ihr unser Riesenstück Fleisch drin liegen. Ich bin begeistert. Jawohl. Kerntemperaturmesser ist natürlich auch dran. Den werden wir jetzt gleich noch einstecken. Und dann werden wir schauen, wo da die Reise hingeht. Unser Feuer hier in der
Side-Firebox ist wunderschön. Wir haben da ein perfektes Glutbett. Ich bin echt begeistert, wie das hier heute läuft. Und ja, holt euch wieder mit auf Video, sobald wir das erste Mal moppen werden. da habe ich nämlich auch was Neues mir angelesen. Da bin ich mal gespannt, wie das heute wird. Ja, jetzt sind wir hier schon im nächsten Schritt, was unsere Geschichte mit dem Schweinenacken anbelangt. Hier habe ich mir so eine Sprühflasche gekauft. Im Englischen übrigens, also US-amerikanischen Englischen, Spritz Bottle. Also es ist der Hammer. Die nennen das wirklich Spritzing, was ich jetzt mache. Es gibt also das Mobbing, wo ich dann so eine Art Wischmopp habe, mit dem ich dann letztendlich über das Fleisch gehe. So werden wir es nachher bei einer anderen Fleischsorte machen. Aber hier beim Pulled Pork werden wir auf jeden Fall mit der Spritz Bottle arbeiten. Und das wird dann wie folgt sein. Das mache ich jetzt auch zum ersten Mal. Übrigens, die Mischung, mit der ich hier spritze, das ist halb Apfelsaft und halb Wasser. Wunderbar. So, wollen wir nicht so lang machen, dass die Garkammer nicht so lang auf ist, weil der Spruch heißt, wer ihn kennt, who's looking ain't cooking. So, ganz schnell die Tür wieder zu. This is it. Wunderbar. Derzeit haben wir eine Kerntemperatur vom Fleisch von 55 Grad. Das Gerät ist jetzt wie lang drin? 16:25 Uhr haben wir es reingetan. Jetzt haben wir 19:25 Uhr. 3 Stunden sind auf 55 Grad. Das ist natürlich jetzt echt ein Ding. Hört sich schon mal ganz gut an. Wir sind auf einem sehr, sehr guten Weg. Ich warte jetzt dann auf die erste Plateauphase. Darüber reden wir dann nachher. Wenn wir auf 67 Grad sind, 68 Grad wird die erste Plateauphase kommen und dann bei 74 Grad die zweite Plateauphase. Da reden wir nachher, wie gesagt, drüber. Bis dann. So. Leute, es ist unglaublich. Wir haben jetzt wie viel Uhr? Es ist 15:30 Uhr. Wenn ihr euch erinnert, gestern war es 16:25 Uhr, als ich den guten Schweinenacken hier reingepackt habe. Und erst jetzt haben wir hier die 90 Grad erreicht. Wir haben uns auch für 90 entschieden, obwohl ich 92 eingegeben hatte. Aber ich glaube, nach 23 Stunden könnt ihr es euch vorstellen. Nach einer durchzechten Nacht mit Nico und Achim, Lego mio. Aber es war cool. Wir haben alles gegeben. So, dann würde ich sagen, hoch die Tassen, schauen wir uns den Braten an. Da ist er, ganz schön schwarz, ich weiß. Aber gut, das ist ja immer wieder so der Fall und nicht anders. Dann holen wir mal den hier raus. Und dann werden wir mal schauen, wie wir das Teilchen jetzt auf die Reihe bekommen. Ich würde vorschlagen, wir machen das hier erstmal auf. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, er zerbricht nicht. Doch, er zerbricht. Wunderbar. Das wäre schon mal geschafft. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt wird er hier schön eingewickelt. So, hier haben wir das gute Stück jetzt drin und das geht jetzt mit mir zusammen in die Kühlbox. Folge mir, Alex. Jetzt wird es nochmal spannend. So, hier haben wir die Kühlbox auch schon vorbereitet. Oh, der wird mir jetzt auch zu heiß, den so zu halten. So, dann wollen wir mal schauen, wie wir das hier machen. Da unten die Flaschen, die sind schön heiß. Da legen wir den jetzt drauf. Deckel auf und zu. Das war es jetzt erstmal für den Moment. Das heißt, wir werden jetzt
20, 30 Minuten das gute Stück nochmal da drin lassen. Das dient dazu, dass die Säfte, die im Fleisch sind, sich nochmal entsprechend schön entfalten können. So, jetzt kommt der große Moment, wo der Fuchs ins Wasser rennt. Erst einmal Pulled Pork gemacht und dann auch gleich noch von so einem teuren Fleisch, dem Iberico-Schwein. Pata Negra auch bekannt. Jetzt geht es hier unten an die Kühlbox und ich hole den Braten raus. Ich bin sehr gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Ich hoffe, wir haben es nicht versaut. So, den Jungen nochmal umdrehen. 1, 2, 3. So, und jetzt bin ich sehr gespannt. Ja, Wahnsinn. Ne, das geht doch schon ganz gut. So, super. Dann nehmen wir uns mal hier diese Teile und ich bin gespannt, ob das, was jetzt dran kommt, funktioniert. Ja, oh Leute. Oh, guckt mal, wie schön, oh, was für ein Saft hier drin ist. Ja, Wahnsinn. Ja, hier vorne scheint es etwas trockener zu sein. Nee, ist es aber auch nicht. Ach, ist es toll. Mensch, was hier ein Duft rauskommt, Freunde. Ihr glaubt es nicht. Was für ein Duft. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Und was für eine Hitze allerdings auch, falls ihr euch das fragt. Ja, mein lieber Alex, ich glaube, das ist was geworden. Noch haben wir nicht gekostet, das werden wir aber gleich angehen. Das muss ja sowieso dann noch ein bisschen aufgemischt werden und hier die Ecken hier müssen noch ein bisschen aufgebrochen werden. Aber ich würde sagen, jetzt kommt erstmal der allerwichtigste Moment überhaupt. Wir wollen wissen, wie es schmeckt. Super zart, auf jeden Fall. Bin natürlich auch mal ein bisschen gespannt jetzt hier mit der Kruste. Okay, ich würde sagen, super zart geht anders. Ich glaube, die werde ich mit kleineren Gabeln noch zerkleinern. Denn in den Tutorials, die ich gesehen habe, ist es immer sehr wichtig, dass wir das auf jeden Fall mit jetzt hier in das Fleisch einarbeiten. Aber wie der Hesse sagt, gut schlecke tut's nicht schlecht. Warte mal, gut schmecke tut's nicht schlecht. Jetzt haben wir es. So ein kleines bisschen hinterher. Jo. Passt perfekt. So, danke erstmal bis hierhin zum Zuschauen. Ich werde euch nachher noch mal einen Burger Bun im Komplettdesign präsentieren, wenn wir den dann machen. Aber jetzt muss ich mich hier erstmal mit auseinandersetzen. Bis gleich. Ja, ihr Lieben, das ist dann der Abschluss der ganzen Sache. Ich habe auch schon getestet an meinem eigenen Bun. Schmeckt wirklich hervorragend. Bin mir nicht ganz sicher, ob man das Fleisch nicht noch ein bisschen saftiger hinbekommen hätte, obwohl das hat schon eigentlich einen ganz guten Saftigkeitsstatus. Wow, was ein Wort. Egal. Gut, also dann erstmal hoch die Tassen. Ich bin mit meiner allerersten Pulled Pork Session sehr, sehr zufrieden. Ich muss mich jetzt mal selbst loben, bevor ihr das nicht tut. Jetzt gehen wir einfach nur noch mal die Sache an, wie funktioniert das hier mit dem Burger. Jetzt wird hier Julias Burger mal zurecht gemacht. Also, wir haben hier ganz normale Burger Buns. Hier kommt als allererstes das Pulled Pork drauf. So. Schön hier vom Fleischigen noch ein bisschen was nehmen. Ganz genau. So, da haben wir das jetzt hier schön drauf verteilt. Warte mal, den tun wir mal runter. Den müssen wir noch mal zerkleinern etwas. So. Welchen willst du denn haben? Welche Soße meine ich? Die Soße. Also meine Soße. Gut.
Da kommt dann etwas Soße drüber. Und dann haben wir hier den selbstgemachten Coleslaw. Habe ich also auch im Internet ein Rezept dazu gefunden. Und zwar findet ihr das auf der Seite projectbarbecue.de. Coleslaw eingeben. Gerade für Männer hat er das eigentlich relativ gut beschrieben, wie es funktioniert. Ich finde, der ist ganz passabel, der Salat. Ich habe zwar auch schon bessere gegessen, er nicht, ich ja. Aber so what? Dann Deckel drauf, reinbeißen, wohlfühlen. Ich nehme dann mal meinen wieder zur Hand. Bis zum nächsten Mal.